Bemalmethode präsentieren, um Miniaturen so darzustellen, als wäre es Nacht. Also eher schwach und nur punktuell beleuchtet, dafür mit vielen Schatten und bläulich-grauem Farbeinschlag. Hierfür bietet sich natürlich die Slapshot-Technik an. Doch dazu gleich mehr. Erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich bin ja nicht unbedingt ein Spieler historischer Tabletop-Systeme, aber kürzlich wurde ich auf O200 Hours aufmerksam. In diesem Skirmish-Spiel geht es um nächtliche Einsätze von britischen SAS-Eliteeinheiten, die während des Zweiten Weltkriegs verdeckte Missionen gegen die Deutschen ausführen. Ähnlich wie in den Kommandos-Videospielen. Aber da ich O200 Hours nicht im Dunkeln spielen möchte, möchte ich zumindest meine Modelle und demnächst auch passendes Gelände nächtlich gestalten. Los geht's mit den Figuren, genauer gesagt den Briten. Ich habe die 12 Modelle aus der Grundpackung einfach querbeet und möglichst abwechslungsreich zusammengebaut. Auf die Bases habe ich eine einfache Strukturpaste aufgetragen, um sie nun dunkelbraun zu bemalen. Denn vor dem eigentlichen Grundieren mit Schwarz möchte ich ausnahmsweise schon die Bases gestalten. Und zwar mit 7 mm langem Grasstreu und einem Elektrobegraser, damit die Fasern möglichst aufrecht stehen. Man könnte natürlich auch Grasbüschel aufkleben, aber so geht's etwas schneller. Abschließend noch die Streufasern etwas ausrichten und den Leim trocknen lassen. Danach wird schwarz grundiert. Ich verwende dafür Chaos Black von Games Workshop. Anschließend werden die Modelle mit 3 Grautönen und einem Weiß trocken gebürstet. Üblicherweise sind für die Slapshot-Technik weniger Grautöne nötig, aber ich möchte feinere Schattierungen erzeugen und auch mehr mit dem Mond als Lichtquelle spielen. Los geht's mit dem dunkelsten Grau. Damit wird jede Figur kreuz und quer und kräftig trocken gebürstet. Schwer erreichbare Stellen können aber gerne schwarz bleiben. Bürstet abschließend noch ein wenig an den Baserändern entlang und ganz vorsichtig über die Spitzen der Grashalme. Weiter geht's mit einem mittleren Grau. Damit werden die zuvor dunkelgrau gebürsteten Kanten weiter aufgehellt, um Lichter und Schatten stärker zu definieren. Es folgt ein hellgrau, wobei ihr nun eure nächtliche Lichtquelle berücksichtigen müsst. In meinem Fall stelle ich mir vor, dass die Briten über Wiesen schleichen, die nur von oben durch Mondlicht beleuchtet werden. Entsprechend wird mit dem hellgrau nur ganz leicht über die Flächen in Mondrichtung gebürstet. Alle nach unten zeigenden Bereiche werden ignoriert. Abschließend folgt ein ganz leichtes Trockenbürsten der Kanten mit Weiß. Und zwar wieder nur in Richtung des Mondes. Und so sehen die Modelle dann fertig trocken gebürstet aus. Alle nach unten gerichteten Bereiche und Vertiefungen liegen im Schatten und sind entsprechend dunkelgrau bis schwarz. Flächen, die nach oben bzw. in Richtung des Mondes zeigen, sind hingegen hellgrau mit weißen Kanten. Das sieht man besonders gut an den Rücken und Köpfen der Modelle. Für den Rest werden entsprechend der Slapshot-Technik semi-transparente Farben benötigt. Also zum Beispiel Contrast Colors von Games Workshop und in meinem Fall auch einige Instant Colors von Scale 75. Sucht euch dabei zunächst einen blau-grauen Farbton heraus, der optimal zum nächtlichen Setting passt. Dieses Blau-Grau wird dann jeder anderen Farbe ein wenig beigemischt. Zum einen, damit sich alle Farben einander annähern, zum anderen, um durch den blau-grauen Anteil jeden Farbton so aussehen zu lassen, als wäre es Nacht und die Beleuchtung nur spärlich. Das Gras bemale ich abschließend noch ganz vorsichtig mit einem passenden Grün inklusive Grau-Blau-Anteil. Das muss auch nicht perfekt sein, sieht in jedem Fall aber stimmiger aus, als würde man jetzt frisches grünes Grasstreu auftragen. Hier seht ihr nochmal die von mir verwendeten Farben, aber ihr könnt natürlich auch andere Farbtöne nehmen. Wichtig ist halt nur ein Blau-Grau zum Hinzumischen. Mit diesem Blau-Grau habe ich übrigens die Uniform meiner deutschen Modelle bemalt. Als Lichtquelle beim Grundieren habe ich mir hier eine Laterne vorgestellt, die sich hinter der jeweiligen Miniatur befindet. Jedes Modell wird also von hinten beleuchtet. Entsprechend liegen Gesicht, Brust und Knie im Schatten, während Rücken und Hinterkopf vom Licht angestrahlt werden. Die Bases der Deutschen habe ich ohne Gras gestaltet und nur ganz leicht mit Grau trocken gebürstet, um sie dann matschig erdbraun einzufärben. Damit unterscheiden sich meine Deutschen und Briten nicht nur in ihren Uniformen, sondern auch in ihren Bases. Insgesamt hat die Bemalung beider Fraktionen bislang jeweils nur so um die 4 Stunden gedauert.
Klar, es fehlen noch ein paar Details, aber dafür, dass in jeder Miniatur bislang nur rund 20 Minuten Bemalzeit steckt, ist das Ergebnis absolut okay, finde ich. Was meint ihr und welche Modelle würdet ihr gerne mal in diesem Nachtlook bemalen? Schreibt's gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!